Moin meine Lieben, ihr schaut Mo von VR, ich bin Mutansen und ihr habt es euch vielleicht schon gedacht. Als nächsten Titel auf der PlayStation VR 2 muss ich mir natürlich jetzt mal Kayak Mirage angucken. Immerhin ist das auch eines der Spiele aus der letzten Zeit, das optisch so mit am weitesten vorne ist. Und ich habe das auch auf dem PC schon sehr gemocht. Ja, ich habe es da gespielt mit meiner Index und mit der Quest 2, glaube ich, habe ich es auch mal gespielt, genau. Und jetzt gibt es das auf der PlayStation VR 2 und ich muss tatsächlich sagen, Kayak Mirage ist auf der PSVR 2 hier einer der schärfsten Titel. Also es macht richtig kräftig Gebrauch von dem Dynamic Forward Rendering. Ihr könnt ja auch mal im 2D-Video jetzt drauf achten, ob ihr erkennen könnt, ob es da, wo ich nicht hingucke, unschärfer ist. Ja? Das können wir vielleicht mal so als Spielchen machen. Ich gucke jetzt zum Beispiel da auf die Uhr an der Wand und jetzt gucke ich wieder hier zurück zu dem rosa Pinguin. Ja, ist natürlich ein Pelikan, ich weiß. Ihr könnt mal im Video gucken, ob ihr seht, ob jetzt die Rendering-Qualität der Uhr geringer wird. Ich hatte nämlich schon mal den Fall, dass ich hier irgendwie eine Viertelstunde Kajak gespielt habe und dann erst gemerkt habe, dass ich das Eye-Tracking an sich ausgeschaltet habe. Ja, das ist sehr witzig. Gut, aber zum Spiel. Also Kayak Mirage ist vom Spielen her sehr einfach. Ihr sitzt tatsächlich hier in einem Kanu und könnt einfach vor euch hin paddeln. Es gibt momentan 4 Locations, die kann man bei Tag und Nacht bereisen. In einem freien Modus, in dem man einfach nur rumpaddelt und dann sehr viele lustige Sachen entdecken kann. Oder man macht das so als Speed-Ding, als Rennen, dann ist es auch gleichzeitig ein kleines Workout. Ihr könnt euch mit euren Kumpels in den Highscores battlen. Ich will euch jetzt einfach nur mal grundsätzlich schnell zeigen, was hier los ist. Ich werde keine Rennen fahren und nichts. Und tatsächlich ist es aber auch sehr interessant, was die Entwickler noch auf der Roadmap haben. Ja? Zum Beispiel wird man auch noch einen Steh-Paddel-Modus bringen und es soll auch noch einen Multiplayer geben. Also ihr könnt dann direkt hier mit mindestens 2 Leuten, wie viel genau, weiß ich nicht, abgehen. So, aber guck mal einfach alleine schon hier den Pool an und wie das Wasser ausschaut. Das ist ja nett. Wir haben hier allerdings keine freien Hände oder so. Die Controller sind direkt an dem Kabel sag ich schon, an dem Paddel befestigt. So. Dass das hier alles vom Shading her sehr cool aussieht, muss ich wahrscheinlich nicht mehr erwähnen. Ihr seht es ja vielleicht selber. Ja. Also es sind nicht einfache Texturen, sondern wirklich verschiedene Materialien, die alle unterschiedlich glänzen und vor allen Dingen auch in sich noch Strukturen haben. Ja, das ist alles tatsächlich so echte Kratzer und Mikrokratzer simuliert und Blurred Reflection hat und solche Geschichten. Das sieht wirklich cool aus. Und es hat auch eine Physik. Also solche Sachen hier sind nicht nur Props, sondern die funktionieren tatsächlich echt. Das ist immer ein bisschen lustig. So, dann gucken wir mal ins Menü. Das ist hier. Was haben wir hier alles? Bei den Einstellungen kann man erstmal zwischen Arcade und Simulation wählen, dann die Höhe des Kajaks einstellen, Positionsversatz, Haptik, Intensität. Und hier geht's los. Controller sind an der Stange angebracht. Also ihr könnt die Controller irgendwie an einen alten Besenstiel bauen und dann kann man sie, wartet, hier auch entsprechend justieren, damit die Controller in der realen Welt dann zu denen in der virtuellen hier passen. Und dann könnt ihr wirklich eine Stange in die Hand nehmen und lospaddeln. Ja? Das mache ich nicht, das ist mir jetzt hier zu umständlich. Ich will euch ja nur ein bisschen Sightseeing zeigen. Barrierefreiheit. Hier gibt es auch super viele Einstellungen. Ihr kennt das ja, das ist alles, um Motion Sickness zu verhindern. Gibt es hier jede Menge Vignetten und überhaupt das Verhalten des Kajaks auf dem Wasser kann man auch ein bisschen runterfahren, damit es nicht so wackelt und all so eine Geschichten. Ich habe das mal alles ausgestellt. So, man kann auch einstellen, ob man hier in Kilometer oder Meilen irgendwie alles angezeigt haben möchte. Alles klar. Dann Audio. Ich habe die Musik jetzt hier mal runtergedreht, damit ihr mich möglichst gut hören könnt. Ich möchte euch ja was erklären. Und dann würde ich sagen, geht's auch einfach mal los. Tatsächlich der erste Level, den ich damals gesehen habe in der Demo. Moment, es geht noch nicht los. Wir müssen ja noch gucken. Hier gibt es einen Shop. Also ihr könnt mit der Zeit lauter Kram freischalten, um so ein bisschen Motivation zu haben. Ne? Zum Beispiel ganz wichtig Hüte, dann Skins für die Paddel und natürlich auch Skins für das Kajak selber. Sehr geil. So, Lektionen. Aha, okay. Hier gibt es auch einfach Ziele zu erreichen. Gut. Und
Kajak zurücksetzen, VR-Headset kalibrieren, Level neu starten. So, genug gequatscht. Wir gehen jetzt in den ersten Level, den es überhaupt gab, nämlich den Kings Canyon in Australien. Der war schon als erste Demo free. Oh, das Touring habe ich auch noch gar nicht gemacht. Interessant. Keine Controller erforderlich. Was? Wir machen mal Free Roaming und zwar bei Tag. Denn ich will euch das Ding ja mal zeigen. So, und wie ihr euch vielleicht denken könnt, werde ich natürlich ab und an auch ein bisschen was über die Technik erzählen. So, Fakt ist erstmal, es ist jetzt hier auf der PlayStation wirklich, wirklich krass scharf. Ja, ich fand das Kajak Mirage auf dem PC auch anständig performant lief. Tatsächlich auch auf meinem kleinen RTX 2080 Notebook, da machte das eine wirklich gute Figur. Aber hier auf der PlayStation VR 2 ist es von der Auflösung her einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Und wenn wir das Paddle eintauchen, dann haben wir auch schönes Force-Feedback hier in den Controllern. Ja? Also das man fühlt irgendwie wirklich, ob man an was gegenhaut oder ins Wasser taucht. Und was auch ein netter Effekt ist, hier, wir haben auch wirklich so kleine Wasserspritzer und entsprechende Effekte im Wasser. So, das Wasser sieht hier sowieso immer ziemlich gut aus. Und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen die Gegend an. Man sieht manchmal, wenn man darauf achtet, so ein bisschen Level of Detail ploppen. Ja, ich versuche das mal absichtlich zu triggern. Wartet mal. Denn hier wird auch ein Texturierungsverfahren benutzt. Also die eigentliche Geometrie von den Felsen jetzt ist manchmal gar nicht so hoch. Man sieht das, wenn man von der Seite guckt, da sind manchmal so ein bisschen Ecken. Aber das wird durch entsprechende Techniken auch, ich nenne es jetzt einfach mal abgerundet. Ja? Und wenn man hier nah rangeht, ach du meine Güte, ich habe ja sogar einen Echtzeitschattenkopf, dann sieht das immer noch ganz schön hochauflösend aus. Also, na, geh mal weg hier. Macht einen sehr guten Eindruck. Und ich liebe dieses Ding hier einfach dafür, dass es so eine chillige Experience ist. Vielleicht ahnt ihr so ein bisschen die Musik im Hintergrund, die ist wirklich auch sehr sphärisch. Ich finde nämlich, hier kann man einfach mal so eine Runde durchpaddeln, wenn man einen stressigen Tag hatte und das Ganze genießen. So, schlimmerweise haben wir jetzt vorher schon Horizon Call of the Mountain gesehen, was einfach absolut perfekt aussieht und super viel Vegetation hat und so. Aber ich würde sagen, von der grafischen Opulenz ist neben Star Wars Tales from the Galaxy hier Kajak Mirage auch momentan wirklich ein Titel, den man mal vorzeigen kann, wenn ihr Kollegen da habt, die noch nie VR erlebt haben. Dann sagt ihr, hier, setz dich mal rein, guck's dir mal an, so kann es aussehen, wenn man möchte. Das ist ein schönes Ding. So, aber mit diesem Canyon will ich mich gar nicht so lange beschäftigen. Ich habe jetzt Bock auf die Antarktis. Da gehen wir jetzt mal hin. Schön bei Sonnenuntergang. Wahai. Und da sind wir auch schon. Einige verträumte Pinguine chillen auf den Eisschollen. Und ich mag natürlich, so Sonnenuntergangslicht ist natürlich noch richtig geil, ne? Und ahnt mal, wie auch die Sonne sich nicht nur im Wasser, sondern hier auch auf dem Kajak reflektiert und natürlich auch die Paddelstange hier ist halt mit einer schönen Reflexion versehen. Das ist aber natürlich alles kein Retracing oder so, sondern noch Standardkram, ne? Ich glaube, Kajak Mirage läuft hier einfach auf der Unreal 4 Engine. Aber wer weiß, was noch in Zukunft passiert. Wie gesagt, das Ding ist in ständiger Entwicklung. Und die Felsen, die hier übrigens hinten zu sehen sind, die finde ich auch interessant. Ich konnte das bisher noch nicht entschlüsseln, denn die sehen auch super scharf aus. Ja? Manchmal hat man ja, dass das so eine Skybox ist, einfach nur. Und dann sieht man irgendwie, dass es so eine 2D-Grafik ist, die da hinten an der Welt klebt. Und die wirken hier gar nicht so. Wahrscheinlich aber auch, weil sie in so einer atmosphärischen Tiefe verschwinden. Ja? Was halt, doch bei gemalter Grafik würde es auch gehen, aber hier wirkt es einfach irgendwie realistisch. So, man kann jetzt hier überall so ein bisschen lang paddeln. Die Strecken in Kajak Mirage sind nicht linear, die sind tatsächlich immer so ein bisschen verzweigt, dass man auch ordentlich Gelegenheit hat, was zu erleben. Ich fahre jetzt absichtlich nur immer so ein Stückchen geradeaus
um euch die ganzen lustigen Events, die es hier gibt, auch nicht zu spoilern. Ja? Also hier tauchen manchmal sehr überraschende Dinge auf. So, so nenne ich das mal. Und es ist einfach süß. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich finde, genau für so einen Quatsch ist VR irgendwie prädestiniert. Ja? Hier kann man auch so ein bisschen immer den Grund sehen. Da, ihr wisst es ja, so ein Eisberg. Da gucken irgendwie nur 10% oben raus. Also das hier sind Schollen. Na komm. Aber bei anderen Eisbergen sieht man dann wirklich unter Wasser, dass sie noch echt weit gehen. Ja, und das ist die Geschichte hier. Da hinten, hinter diesem Eisberg ist nämlich auch so ein kleines Nordpollager. Das kann ich ja schon mal verraten. Ich zeige euch aber nicht, wie es aussieht. Das könnt ihr dann selber entdecken. Sehr nett. Also ich kann hier auch tatsächlich zur PC-Version keinen Unterschied merken, außer dass es jetzt bei mir mit der PlayStation VR viel schärfer ist. Und mich würde interessieren, ob ihr jetzt das Spielchen mitgemacht habt und tatsächlich irgendwie mal entdeckt habt, wie das mit dem Forward Rendering ist. Ich gucke jetzt mal für euch, passt mal auf, wir machen mal eine kleine Entdeckungstour. Mal sehen, ob ihr das erkennen könnt. Ich habe nämlich Tests gemacht mit der Brille und ich konnte es in den 2D-Videos gerade so sehen. Also, ich gucke jetzt gerade auf den Felsen hier vorne und jetzt fange ich an, waagerecht nach rechts zu gucken mit meinen Augen. So, ich bin jetzt an der Spitze des Eisbergs angekommen, also an der rechten Kante sozusagen. Jetzt fahre ich wieder zurück, bin jetzt in der Mitte und jetzt ganz links. Jetzt gucke ich die linke Kante dieses Felsens hier an. Jetzt wieder zurück in die Mitte. So, und ihr könnt jetzt mal im 2D-Video gucken, ob die Bereiche, wo ich gerade nicht hingucke, irgendwie anders werden, ja, unschärfer oder sonst was. Denn durch das Forward Rendering kann ich das nicht merken, weil es dynamisch ist und immer da, wo ich hingucke, ist alles absolut perfekt. Aber wie gesagt, ich habe auch schon mal eine Runde in Kayak Mirage gedreht mit ausgeschaltetem Eye-Tracking und mir ist es gar nicht aufgefallen. Tatsächlich scheint es immer so zu sein, dass die Bereiche, die dann im Forward Rendering liegen, also die Super-Bereiche, ein bisschen mehr Subsampling haben oder solche Geschichten, aber das Bild auch ohne diese Technik immer noch sehr, sehr gut wäre. So, das heißt auf jeden Fall, dass die PlayStation 5 da noch gut Performance-Reserven hat. Okay, das war die Antarktis. Wir wollen ja nicht so lange Zeit verbringen hier und switchern gleich mal nach Norwegen. Free Roaming. Wow, hier kann man sogar im Sturm das machen. Ah, wir machen mal ganz normal Tag. Nacht und Sturm überlasse ich mal euch. Wobei einmal müssen wir in ein Nachtlevel rein. Da ist mir nämlich was Eigentümliches aufgefallen. So, hier merkt man jetzt auch, ist das Wasser ein bisschen raw. Und guckt euch mal bitte die Felsen an. Das sieht sehr... Ah, Möwen. Ja, und auch mit Licht- und Atmosphäreneffekten spielen sie hier viel. Auch wenn ich hier nach oben gucke, ja, durch das Sonnenlicht und die Atmosphäre ist das alles so ein bisschen diesig. Und ja, genau, man hat hier auch immer Fischchen im Wasser. Die reagieren auch, wenn man dahin schwimmt und sie ein bisschen anstupsen will, dann hauen die ab. Und es gibt hier sehr viele Sachen zu entdecken. Ne? In der PC-Version habe ich das mal gemacht, da bin ich mal hier ein bisschen rum und dann liegen da manchmal Dinge im Wasser. Und es gibt immer so ein bisschen Erfahrungspunkte, die man sammeln kann. Und ja, ist auch ein Grund, einfach mal sich hier alles in Ruhe anzugucken und nicht einfach nur stumpf Rennen zu fahren. Guckt euch das mal an. Wunderschön. So, ich drehe mal ein bisschen rum. So schaut es aus. So, hier zum Beispiel ist jetzt wieder sehr hell. Ich mochte das eben in der Antarktis mit dem Sonnenuntergangslicht, dass da so die Sonnenreflexion viel klarer war. Jetzt steht die Sonne viel höher am Himmel und das Kanu zum Beispiel ist ja gleichmäßig ausgeleuchtet. Aber ihr könnt sehen, hier ist auch tatsächlich die ganze Zeit ein Echtzeitschatten und sowas, ne? Unvorstellbar. So, okay. Ich lasse euch das alles selber entdecken. Costa Rica gucken wir uns noch an. Das ist nämlich auch wirklich bemerkenswert. Ich komme ja gerade aus Indonesien. Strand. Und
Costa Rica sieht ein bisschen besser aus, muss ich sagen. Duck. Guckt euch das an. Das ist nicht Irrsinn. Einfach mal hier so den Blick schweifen lassen. Ups. So. Oh, hier ist das ganz schön tief. Es lädt auch voll dazu ein, irgendwie ins Wasser zu springen, finde ich. Ich weiß nicht, vielleicht bauen sie ja irgendwann nochmal so einen Modus ein. Ich hätte auch nichts dagegen, genau, wenn man hier einen Körper hätte und meinetwegen, wenn man das Paddel greift, dann kann das auch so an den Controllern fest sein oder so. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn man hier so ein bisschen mit den Händen im Wasser rudern könnte oder kurz mal runtertauchen. Aber dann müssten sie wahrscheinlich auch die Unterwasserwelt ziemlich ausbauen. Die ist jetzt recht einfach gehalten. So, man kann hier in Costa Rica nämlich auch, ich weiß gar nicht von wo aus man da startet, wirklich dann noch so eine Dschungeltour durch die Insel machen. Das habe ich selber auch noch nicht gemacht. Ich wollte mich vor der PlayStation VR mit dem Ganzen auch noch nicht richtig spoilern. Aber ihr seht es. Das sieht alles richtig schön aus, ne? Ich versuche mal an den Strand zu paddeln. Wartet mal. So, wenn ihr euch so eine Besenstange nehmt mit ein bisschen Gewichten dran, dann habt ihr wirklich einen Workout. Okay. Okay, der Strand ist sehr einfach gehalten. Guck mal, die Textur, da ist ein Stein mit drin, aber der hat gar keine Geometrie. Was soll das denn? Aber hier, da liegen auch ein paar Steinchen am Strand. So, keine Ahnung, ob sie das Ganze hier mit Fotogrammetrie oder so erzeugt haben. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr spektakulär aus, ein Felsen. Wobei, wisst ihr, was mir hier gerade ein bisschen fehlt? Ich weiß nicht, gibt es in Costa Rica keine Möwen oder sowas? Irgendwie? Bisschen Vögel? Leben? Ja, aber alle Blätter wiegen sich im Wind. Das sind ja Vögel, okay. Man muss einfach noch hingucken. Ja, ich mache mal ein bisschen Speed-Paddeln jetzt hier. Ja, also spätestens, wenn sie tatsächlich so eine Stehpaddel-Variante noch mit reinnehmen, fände ich auch eine gute Alternative. Ich hätte eigentlich auch Bock auf so einen kleinen Fischschwarm. Hier sind immer so vereinzelt Fische, die vor sich hin dumpeln. Naja, aber genießt das mal. Also es hat irgendwie wirklich was. Ich meine, genau so einen Kram wollte ich immer sehen, seit ich VR entdeckt habe. Ja. Ich frage mich gerade, ob das Spiel auch dynamische Auflösung hat. Oder ob das eine LOD-Sache ist, weil da vorne jetzt, dieser kleine Felsen, da sehen die Pflanzen, also sahen eben noch nicht so richtig scharf aus, aber, ja, guck mal, zack, habt ihr gesehen, da flippte jetzt höhere Detailgrad rein. Zack, 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 ja, okay. Das ist ganz interessant. Das ist halt so typischer 3D-Engine-Stuff. Wenn man näher kommt, dann dann gibt es immer mehr Details. Wenn die Geometrie sich maßgeblich ändert und man halt hier so Echtzeit-Schattenkram hat, dann sieht man es halt auch doll, weil sich halt dann dadurch auch die Schatten ändern. Ne? Weil vorher sind einfach nicht so viel Details im Felsen und dann macht es so ein bisschen plopp. Idealerweise läuft sowas halt so softig wie möglich, dass man das als Spieler nicht so mitkriegt. Oh scheiße, ich laufe hier auf Grund. Ja, so schaut's aber aus, Leute. Das ist das Ding. So, und jetzt machen wir noch ein letztes Experiment. Und zwar Norwegen im Sturm, muss ich mal sehen. Aber um es mal gesehen zu haben. Bitter. Alright, okay, seht ihr das? Wenn es blitzt, dann sieht man, dass die Felsen jetzt voll glänzen, weil sie feucht sind. Und das... der Regen macht tatsächlich hier auch Effekte. Meine Güte. Oh Gott. Und tatsächlich ist es jetzt hier so ein bisschen mehr Wellengang. Okay. So, aber eine Geschichte.
Wie gesagt, immer nur kurz reingucken. Das sollt ihr alle selber erleben. Ich will es euch nur mal hier so anmoderieren, damit ihr vielleicht ein bisschen Appetit bekommt, da mal reinzuschauen. Die letzte Geschichte, und das ist etwas, was mir hier komisch aufgefallen ist. Man kann nämlich alle Levels auch bei Nacht bereisen. Und da hatte ich letztes Mal einen komischen Eindruck. Ich muss mal gucken, es gab, glaube ich, mittlerweile 2 Updates. Ah ja, nee, tatsächlich. Das ist ja ein bekanntes Phänomen von OLED-Linsen. Ja? Vielleicht habt ihr das auch an der alten PlayStation VR 1 schon mal gesehen. Den sogenannten Mura-Effekt. Mirage ist nämlich das einzige Spiel, wo ich den bisher wahrgenommen habe. Also es ist jetzt nicht so prägnant, aber ich versuche es mal zu erklären. Momentan sieht es aus, also bei diesem sehr, sehr dunklen Environment hier, sieht es aus, als wenn ich vor meinen Augen noch so ein Gasetuch hätte, das quasi feststeht. Also auch wenn ich mich bewege, dann sehe ich immer noch diese leichten Strukturen. Und das gab es auch schon auf der PlayStation VR 1. Das ist wie gesagt irgendwie der OLED-Technik geschuldet. Und Kayak Mirage ist aber das einzige Spiel, wo ich das bisher wahrgenommen habe. Also bei allen anderen Spielen, die auch super dunkel sind, wie zum Beispiel Raz oder Tetris oder Thumper, die sind einfach perfekt schwarz und so weiter. Und da habe ich diesen Mura-Effekt noch nicht gesehen. Ich muss echt mal die Entwickler fragen, wie es kommt und was man dagegen machen kann. Ja? Weil das ist auf jeden Fall gerade wahrnehmbar hier für mich. Interessante Geschichte. Also, keine Ahnung, ob das so sein muss oder ob die Entwickler das auch anders machen können. Tatsächlich blendet das Gehirn das aber auch nach einer Zeit aus, merke ich gerade. Also, ich muss mich immer mehr anstrengen, das wahrzunehmen. Aber es ist wirklich wie so ein kleiner komischer Schleier vor den Augen. Ja? Ich finde es nachts ja auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Alright. So, jetzt haben wir uns ja alles mal angeguckt. Also, ich bin trotzdem ziemlich begeistert von dem Ding. Wie können wir denn mal wieder zum Pool? Da. 1 Kilometer bin ich heute gepaddelt. Naja, da geht noch mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass die das mal mit irgendwelchen Rudergeräten koppeln oder so. Das wäre doch auch eine Geschichte, oder? Es gibt doch so Home-Trainer, die so eine Rudersachen machen. Das wäre doch nett. Ja. Okay, so, alles klar. Das war der Trip zu Kayak Mirage. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch ein bisschen angezeckt, mal einfach entspannte Stunden in Feuer zu verbringen, wo man nicht auf jemanden schießen muss. Würde mich sehr freuen. Ich mag das Ding irgendwie. Und bin auch wirklich gespannt, was sich da in Zukunft alles tun wird. Ich glaube, das wird so richtig Fahrt aufnehmen, wenn man dann ernsthaft im Multiplayer miteinander um die Wette paddeln kann. Das muss doch so abgefahren sein, oder? Ja, ich glaube schon. Alles klar. Ich weiß auch gar nicht, wo man... Achso, ja, ich habe jetzt die Rennstrecken gar nicht gemacht, deswegen habe ich auch die Highscores nicht gesehen. Aber ja, das kriegt ihr dann schon raus, wenn es soweit ist. Alright, das war's von mir. Mo Tensen, Mofan VR. Denkt an das Däumchen, abonniert den Kanal. Ich bin raus. Immer für euch da. Bye bye.